war mein erster Drehtag. Das war der erste Drehtag ever? Du hast so gut gemacht. Okay. Geil. Komm mal runter. Es ist okay. Oh, nicht, dass sie wieder wegfliegen. Er richtet was an, was nicht so cool ist. Ich werde den letzten Drehtag nicht vergessen, als wir uns in den Armen lagen und alles Dunkle und Traurige von uns abgefallen ist. Für solche Momente mache ich diesen Job. Love you. So, die Augen zu, Augen auf. Augen zu. Ah, schön. Hey. Wow. Voll schön. Das ist der absolute Maxton Hall-Stil, oder? Oh mein Gott. Gut, süß. Dum, dum, dum. Ich weiß halt nicht, was er hier erwartet. Ne? Nee, keine Ahnung, Ist ja was geschrieben. Hallo lieber Frederik, hallo liebe Andrea, hallo liebe Eddie. Herzlich willkommen zur Maxton Hall The Reunion. Bedient euch gerne an Getränken. Haben wir schon? Fühlt euch wie zu Hause und seht euch um. Heute geht es um schöne Erinnerungen, gute Gespräche und natürlich um das, was euch verbindet. Schön, dass ihr ein Teil davon seid. Das ist wirklich Wir schön. freuen uns sehr darüber. Ja. Was aussehen. Wollen wir im Fotoautomaten? Grandios. Wie kommen die auf die Idee mit dem Fotoautomaten? Lass ein Foto machen. Das sind sie in Staffel 2. Staffel 2 ist der Fotoautomat, ja. Besoffen sehen wir aus. Oh Gott, nochmal? Nein! Nein, nochmal. Bitte nicht... Ich musste erst mal die Haare richten. Ah, verdammt, das geht viel zu schnell. Schau mal da. Schau, also ich bin gerade reingekommen. Hallo. Soll ich nicht stören? Wir könnten so ein Kommissarteam sein beim Tatort, oder? Schau mal, da ist eine Tür. Oh, weg. Vielleicht da ist auch noch eine Tür. Nee, lass durch die gehen. Sollen wir durch die gehen oder durch die gehen? Oh, der geil. Oh, schon geil. wie in einem Museum. Oh Gott. Okay. Geil. Oh, wow. Das ist ja legit eine meiner Lieblingsszenen, jetzt wirklich nicht mal ohne Witz. Das war mein erster Drehtag. Das war der erste Drehtag ever? Ja. Ich war so nervös. Und du das hast hast, du gut mir, gemacht. du hast mich dann so rumgeführt und allen vorgestellt und so. Das weiß ich noch. Da war auch noch geheim, dass wir drehen. Oxford, a.k.a. Potsdam. So nämlich. Oh, Martin. Oh, wie süß. Ich will ein Trikot haben. Warte, ganz kurz. Was? Welche Nummer ist James, wisst ihr das? Welche Nummer? Ich glaube, ich weiß es nämlich. 17? Ja, 17. Ich hab's auf dem Bild Oh, du Arsch. Ja, Guck mal. Also, du bist jetzt schon älter geworden, oder? Die Haare sehen jetzt ein bisschen Ja, aus. das ist der Bart. Das ist Und das war ein geiler Drehtag. Da gab es richtig viel alkoholfreies Bier. Und hier auch. Der Tag war auch witzig. Das war auf dem College, auf dem Maxton Hall College. Geile Brille. Das hat echt Spaß gemacht. Ich habe mich echt wieder ein bisschen gefühlt wie im Chemieunterricht früher. Und Ben und ich, wir haben einfach nur rumgeblödelt die ganze Zeit. Weil ich weiß so, dass wir uns end viel so gedreht haben die ganze Zeit. Weil wir war- mussten so sein, dass ich am Pool bin. Und dann Pool ist hier. Und Pool dann ist ich da. habe dich ja so gedreht. Zack. So. Fahrt. Und dann hast du mich reingeschmissen, ja. Ja, Gibst du war ein Bitte, schon, oder? war schon ein asozialer Move von dir. Ja, vor allem ich durfte draußen stehen, du lagst im Wasser so. Hey, Ruby, ist das jetzt schon unseren Freund, hä? Sind doch alle Freunde hier, oder? Ist Cyril immer noch so scheiße zur Ruby-Staffel 2? Ja, Schlimmer. Eigentlich, schlimmer. ne? Darf man das sagen? Ich glaube, man darf es nicht sagen. Aber ja, ich glaube, er richtet was an, was nicht so cool ist. Gehen wir weiter? Ja. Ja, lass nicht drüber reden. Komm, wir gehen weiter.
Ruby Bell, die seit nunmehr 2 Jahren unsere Institution besucht, ist nicht nur eine hervorragende Kandidatin für die Oxford University, sie wäre eine Bereicherung. Okay, ein Komitee-Gruppenfoto für die Hall of Fame. Ach, hallo, wer sind Sie denn? Das war mein Lieblingsbild in der ersten Staffel. Aber du siehst eigentlich immer noch so aus. Meine Haare sind länger geworden. Aber du siehst schon noch so aus. Ich finde immer, dass die Outfits richtig geil aussehen. Das sind immer die besten Tage gewesen. Unser Veranstaltungskomitee ist ja immer noch da. Hä, safe, ja klar. Vielleicht kommt da wer dazu. Vielleicht. Was ich in dem Bild irgendwie sweet finde, ist einfach so, das ist der Anfang der Geschichte irgendwie gewesen. Also es ist so mit der Opener, weißt du, kommst da raus und, und man lernt irgendwie die Freundesgruppe so in dem Moment kennen und irgendwie deren Dynamik. Komm mal wieder runter, Alistair. Jetzt reicht's. Wie oft seid ihr reingesprungen? Ganz oft. Wir haben echt den ganzen Tag nur in diesem Pool. Und irgendwas einfach, es war wie so kleine Jungen halt unter Wasser toben. Das war immer so, auch unter Wasserkamera und einfach nur, ja, macht mal. Lydia. Was ist das nochmal für eine Szene? Da sieht Lydia Graham und da wird sie nach Hause gebracht mit ihrem Vater. Sie hat davor ihren Vater gestellt und gesagt, sie ist an dem Platz, an den sie gehört und ihr Bruder auch. Aber dann wird sie von ihrem Vater nach Hause eskortiert und das ist ein nicht so schöner Abend dann. Wird er nicht danach verprügelt von ihm? Ja. Und sonst kann man sich da, glaube ich, auch noch auf einige Lydia und Mortimer-Geschichten gefasst machen. Und ich glaube, man kann einige Tränen verdrücken, aber auch noch mehr Wut gegenüber gewissen patriarchalen Strukturen ausleben. Sehr gut. Ja. Das war mein erster Drehtag. Ah ja, war? Ja, bei 45 Grad auf dem Golfplatz. Ja, gut, Schlimmeres, finde ich. Und dann seid ihr... Nee. Ah nee, warte mal. Du spielst keine Lacrosse. Entschuldigung. Aber dann kamen die Jungs nämlich, die haben dann parallel... Sorry. Nein, das geht nicht. Kann ich eine Geschichte erzählen? Nein, aber die... Ich kann kurz so tun, als wäre ich einer von den Lacrosse-Boys. Warte kurz. Warte, gib mal den Helm. Ja, was war da los? Ihr seid ja dann alle rausgekommen aus der Umkleide, wie die Affen. Und es war mein erster Eindruck von denen. War schon ziemlich cool, wie wir da rausgekommen sind, ja. Ja. Ein wunderschöner Anblick, wie immer. Du alter Schande. Schön, dich zu sehen, Harold. Schön, dich zu sehen. Perfekter Tag für eine Partie, oder nicht? Ist es das erste Mal gewesen, dass du Damian gesehen hast? Ja. Ach, echt? Ja. Krass. Ich glaube schon. Und wie war da die Chemistry? War da. So wie in Staffel 2? Ganz gefährliches Terrain. Was hat's hier mit dem Ding auf sich? Das ist der Kapitänshelm. Den hat in der ersten Staffel Damien getragen, also James. Und wir werden sehen, wer ihn in der zweiten Staffel trägt. Hast du eine spezifische Beziehung zu diesem Helm? Ja, wir waren 3 Jahre lang waren wir zusammen und dann haben wir uns schweren Darf ich was fragen? Ja. Hat er gestunken, den Damian getragen hat? Nee. Also, Männer schwitzen im Helm. Habt ihr unterschiedliche Helme gehabt? Nee, ich glaube, wir hatten den gleichen. Aber man kann ihn auch hier so anpassen. Und ich dachte, der wäre aus Echtgold, ist er aber nicht. Ach, sweet. Gut. Du bist die 17. Die Maxton Hall Jerseys. Du bist die 17, Damian. 17, Ich war richtig sad. Aber weil 17 ist unsere Zahl. Wie 17 ist eure Zahl? Wir haben beide am 17.07. Geburtstag. Deshalb war ich pisst, dass ich die 17. Ja, müssen wir die zweite Staffel nochmal drehen, komm. Also die erste, ja, das ist blöd. Warum bist du eigentlich 8 als Ellington, weißt du das? Infinity und so. Forever and ever. Ja. Darf ich guck mal. Von wem klaust du gerade das? From the only person that I would be allowed to steal from. Richtig so. Ist das der richtige Name? Fitzgerald. Wer Dafür muss man Loki? Staffel 2 gucken.
Loki, Der hat dir ganz bist du eine gegeben. kleine Spielerfrau? Ach, sweet. Ey, ich freue mich voll, wenn wir die letzte Szene. Ich finde, die hat richtig gut funktioniert. Oh, ich weiß noch, als wir es gedreht haben, wir haben so oft diesen Einspielzug gedreht, wo Ben mir diesen langen Pass spielt und ich den so fange und damit renne und dann den Behind-the-Back-Pass mache. Und wir haben es einfach jedes. Ich war auch echt fertig. Ne, wir haben es erst in den Closen gemacht, hat es jedes Mal geklappt, dann haben wir die Totale gemacht, dann hatten wir irgendwie nur 5 Minuten. Dann habe ich so zweimal verkackt und Martin war so, wir haben jetzt noch einen Versuch, es muss jetzt klappen. Ich war so, danke für den Druck. Das hat Bock gemacht. Den Pulli kann ich mir mitnehmen, oder? Das ist jetzt... deshalb. Oh, ich habe was für Staffel 2. Was? Ah, ich hätte auch gern sowas. Oh mein Gott! Warte, ich weiß auch was. Ich weiß auch was. Oh, ja, stimmt. Sorry. It's gonna be dramatic. War das deine Idee? Nee, das stand im Skript. Das stand da, okay. Ja, Nein, da wäre ich von alleine nicht drauf Hab gekommen. mich du. interessiert. Ey, das ist doch deine. Oh, wow. Bullet Journal. Ich habe das noch nie gesehen in echt, glaube Und ich. nicht. Das ist das Original. Doch, in der Ist mir ein Schule. Stift ausgerutscht? Hast du das alles geschrieben? Mhm. Ach, krass. Ich finde es so krass, dass es noch so ganz ist, weil es war ja in der ersten und der zweiten Installation. Ist das deine Schrift? Ja. Nicht schlecht. Also das ist meine als Harriet. Und du hast so eine eigene Schrift für Harriet gemacht? Das ist Rubys Schrift. Tatsächlich unterschiedlich. Steht da irgendwie Spoiler drin für Staffel 2? Was man nicht lesen dürfte? Ich glaube nur dieses hier. No rain, no flowers. Ah ja. Ja, wir müssen kurz die Kamera so ein bisschen abschließen. Aber ich glaube, das versteht man auch nur, wenn man die Serie gesehen hat, oder? Ja, Ja, das muss man sie halt sehen, ne? Aber ich habe sehr wenig reingeschrieben, weniger als in Staffel 1. Alles im Kopf. Steuer geworden. Okay, dann. Ist Montag. Ah, und schönen Gruß an Lexington. Iconic Szene. Guck mal, hier gibt's Fanart. Lass mal durchswipen. Cute. Oh, ja, kennt ihr den Stimmt, Trend? ja, doch, das ist in London. Ja, stimmt. Krass, ey, krass. Da ist jemand Beim nächsten Mal habe ich das aber noch nicht gesehen. Ah, das sind die Fan-Accounts. Ja, eben. Wie sweet. Thank you for the magic, the tears, and also the dreams. You didn't just create a series, you created a home for us. Danke an jeden Einzelnen dafür, dass ihr es geschafft habt, diese Serie, die von so vielen geliebt wird, so wundervoll umzusetzen. In Max Neu kann man sich hineinversetzen, dass verschiedene Alltagssituationen widerspiegelt. Was es aber so besonders macht, ist die... Ja, Nina habe ich getroffen, die war auch am Red Carpet. Die war auch beim Deutschen Filmpreis, glaube ich, die habe ich schon ein paar Mal echt getroffen. Super süß. Oh mein Gott. Was war das? In der zweiten Staffel bin ich das. Oh, Stimmt. stimmt. Ah, stimmt. Hey, das ist ja voll die Parallele. Hey, das ist wirklich eine gute Parallele. Ist das auch Bilder ein sind auch Exponat? nice. Ach, mein Handy. Darf man das mitnehmen? Grüß dich. Grüß dich, servus. Moin, moin. Hallo, Leute. Hallo zusammen. Wir haben gerade alle eure tolle Fanart und eure Edits gesehen. Vielen Dank an alle Fans. Für eure tollen Fanvideos, die ihr zusammengeschnitten habt. Vielen, vielen Dank für die ganze Energie und die Liebe, die ihr reintut. Das ist irgendwie der Grund, warum wir das hier machen. Und das ist nicht selbstverständlich und dafür wollten wir uns bedanken. So, perfekt. Weiter geht's. Hier, nee. Da. Da. Ja. Gut. Hey, hallo! Mal gucken, was Ja, ich kann nicht so viel rauskommt. Süßigkeiten Ich warte die ganze Zeit. sagt er und nahm sich noch ein. Ja. Hey, Alles gut? Lange nicht gesehen. Oh Gott, das kann man nicht so... Ey, dieser Hey ihr Lieben, es tut mir so leid, aber ich habe eine kleine Sidequest und muss ins 18. Jahrhundert reisen. Ich musste Probe, ich muss los. Sorry, Leute. Ich hoffe, ihr vermisst mich aber. Ich denke an euch und wir sehen uns dann in der zweiten Staffel. Spätestens dann. Schöne Jacke. Ey, wollen wir ein paar Spiele spielen? Ja. Okay, 3, 2, 1. Hey. Wir spielen jetzt die Line Delivery Challenge. Ja.
Und Freddy fängt an. Freddy! Wenigstens haben sie dich nicht fies angeglotzt. Der Professor in meinem Gespräch hatte eine so buschige Monobraue, dass er die ganze Zeit aussah wie ein wütender Mr. Bean. Ich konnte einfach nicht aufhören, sie anzustarren. Ja. Wenigstens haben sie dich nicht fies angeglotzt. Sein oder nicht sein, der Professor. Bei meinem Gespräch. Ja, und so weiter und so fort. Sehr gut. Mhm. Aha, ist auch lang. Ich habe viel über das nachgedacht, was du gesagt hast. Und unsere Familie ist in vielem wirklich Weltklasse. Aber darin, über das zu reden, was weh tut, da leider nicht. Wie wer? Dann Angus. du. Oh. Martin. Miss Bell, ich habe viel über das nachgedacht, was du gesagt hast. Und unsere Familie ist in vielen Dingen wirklich Weltklasse. Ich wollte gerade Lexi verraten, aber wir wissen's ja. Darüber zu reden, was weh tut, da leider nicht. Und jetzt raus. Wenn du mit ihm zusammen bist, kannst du dich nirgendwo verstecken. Wenn du ihm das Herz brichst, dann erst recht nicht. Das wird gut. Kannst du nicht? Ich kann es nicht. Doch, du kannst Ich habe keine Kopfstimme. Du machst einen Bariton. Ist das nicht der Klar. Muss aus dem Arsch kommen. Leute. Ich kann es nicht. Wir machen alle zusammen. Komm, wir machen mit dir zusammen. Du musst nur halt... Zeig mal. Ganz stark. Danke, Leute. We should start a Justus band. am meisten gehört. Red doch endlich mit mir, anstatt in irgendwelchen bescheidenen Rätseln zu sprechen. Du machst mich wahnsinnig! Du machst mich wahnsinnig. Weißt du eigentlich, was du die ganze Zeit mit mir machst? Meinst du, es ist leicht für mich, dich täglich zu sehen, neben dir im Klassenzimmer zu sitzen, deine Stimme zu hören? Schwachsinn. Oh, shit. Wie ein Tier. Du hättest, der Erste hat sogar auch schon dafür ausgegeben. Du hättest gar nicht noch mal was machen müssen. Aber weißt du, wenn mir das alles zu viel wird, dann versuche ich mir einfach vorzustellen, dass das alles von uns gehören wird. Du wirst der Chef von allen sein. Auf der Party, wenn sie so... Also, Leute. Schniggelt. Ey, aber wenn mir alles zu viel... Connor! Weiter! Get him! Connor! Dann versuche ich mir vorzustellen, dass das mal alles... Warte, es ist... Ja, Das ist genau richtig. aber Mach weiter. Okay, aber Hast du noch nie Du musst parallel so ein bisschen rühren. Ja. Yes, Chef. Wo ist der Chef? Das zweite ist ganz gut, das mit dem Lächeln. Du lächelst auf jedem. Ja, aber es gibt Lächeln. Es gibt Lächeln. Das wüsstest du, wenn du einmal in deinem Leben geflirtet hättest. Auf dem Bett. Ja. Soll ich dir das Handy so hinhalten? Ja, gib mir mal das Handy. Aber nimm auch auf. mit. Das geht Das ist aber viral. geil. Das ist relativ einfach. Das ist relativ einfach. Film mit. Ja, aber es gibt Lächeln und es gibt Lächeln. Und das wüsstest du, wenn du einmal in deinem Leben geflirtet hast. Ich glaube, ich bin meine Rolle los. Wir spielen jetzt We're Not Really Strangers. Welche Stärke hast du früher unterschätzt? Bei dir oder bei anderen? Also ich glaube, ich bin ziemlich schnell. Also das wurde mir zumindest immer gesagt. Andrea, du bist so schnell und du machst immer und dann bist du immer überall und machst alles. Ich glaube, ich habe das früher, wusste ich jetzt nicht, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Und jetzt ist es teilweise sogar voll gut, dass ich nicht darüber nachdenke, was ich jetzt mache oder sage oder dass ich Sachen halt einfach mache, ohne darüber nachzudenken, quasi einfach meinem Impuls folge. Und das habe ich unterschätzt. Ja, aber Poetry Slam. So, bitte. Gott der Karten. Was würdest du deinem jüngeren Ich sagen,
in nur einem Satz. Ich würde sagen, everything happens for a reason. Und stress dich nicht. Das waren 2. Nee, ist ja und. Ach, ja. Dann halt eine andere Sprache. Ja. Welchen Moment? Was über mein... Auf einmal so nervst. Ist okay. Wir freuen uns, dass du so berührt bist, Ben. Oh mein Gott. Och, Mucki. Ist okay. Auch gute Frage. Welchen Moment würdest du gern nochmal erleben? Aus deinem Leben? Nee. Aus deinem Leben. Sorry, das war so doof. Welchen Moment würdest du gerne nochmal erleben? Das ist aber auch schwierig. Voll, es gibt natürlich super viele. Ich glaube, eine Assoziation, die ich gerade hatte, war, es gab so, das ist total der random Moment, aber es war einfach so ein Freitagabend, ich glaube, ich war so in der 7. Klasse oder so, 6. Klasse, wo so alles egal ist, bin einfach nur nach Hause gekommen und es war so ein langes Wochenende und ich weiß so, irgendwie Sonntag habe ich ein Fußballspiel, Samstag treffe ich mich mit meinem besten Freund und dieses lange Wochenende war so eine Ewigkeit. Und ich glaube, dieses Gefühl der Freiheit und dieser, wo man keinen Zweifel und nichts im Kopf hat, weil das Einzige, worüber man nachdenkt, so, morgen treffe ich meinen besten Freund und übermorgen ist ein Fußballspiel. Und wahrscheinlich muss ich nie wieder in die Schule, weil wer weiß, wann Montag ist. Und keine Hausaufgaben. Keine Hausaufgaben. Also diese Leichtigkeit, die irgendwie nochmal zu erleben und dann bei sich beizubehalten. Bolzplatz Gute Nostalgie Antwort. ist auch. Ja. Das kriegt man nicht nur. Was hat dich positiv an dir selbst überrascht, auch wenn es nur eine Kleinigkeit war? Ich glaube, so jetzt überrascht es mich nicht mehr, aber wenn ich jetzt mir selber begegnen würde, nochmal, als so kleine Runa oder so, die würde, glaube ich, total überraschen, wie sehr angekommen und selbstbewusst ich geworden bin. Ich glaube, das ist was kleine Runa sehr überrascht hätte, wie weit ich mich da irgendwie finden und halten kann. So. Wir profitieren alle davon. Worauf bist du gerade still und heimlich stolz? Oh. Das ist eine ähnliche Frage. Oder? Oh. Weird, still und heimlich und posaunst die ganze Zeit. Ja. Widerstrebt. Es ist wirklich nicht einfach. Ne? Ja, weil in dem Moment ist so ein Worauf bist du gerade still und heimlich stolz? Also das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, ist auf meine Freunde. Schön. Oh. Gute Antwort. Ja. Wir spielen jetzt Who in the Room. Okay. Wer ist die Mama oder der Papa in dieser Gruppe? Oh, okay. 3, 2, 1. Ach so, ich dachte, das wäre jetzt. Krass. Hä? Ja, also. Stimmt, du bist ja eigentlich. Ja, er ist halt der Papa, deswegen Er ist dachte ich, das wäre literally obvious. Aber so von unserer so Klickengruppe. Ja, oder? schon, da bist du auf jeden Würdest du Fall. sagen, Martin gehört nicht zur Clique? Ich möchte mich bei der Gelegenheit bedanken, dass ich endlich meine ganzen Mitschüler kennenlerne. Okay, next. Wer würde tatsächlich Schulsprecherin werden und es mögen? Okay. 3, 2, 1. Oh! Ja. Damian. Aber The ich habe jetzt Andrea auch total da drin gesehen. Ja, also Andrea sich auch ein bisschen erschreckt. Ja, was Geben wir uns persönlich. Klassensprecherin Minimum. Ja, ich war auch Klassensprecher. Ich war Schulsprecher, hallo? Ich war Schulsprecher. Echt? Na klar. Ja. Guck, aber dafür kennen wir dich. Du hast doch safe auch Das ist ja, weil ich nicht bei euch in der Schule bin. Ja. Ja, müssen wir die Kinder fragen. Du warst bestimmt so beim Model UN. Safe was. Ja. Warst du so Schulsprecher? Warst du so im Jugend-Europaparlament? Natürlich. Sag mal jetzt ehrlich. Bin ich heute noch. Ich war Schulsprecher. Das war so klein. Nee, ja. Aber mochtest du es? Und mochtest du es? Ja, doch, Ja, das war schon auf richtig. jeden Nein, wir hatten Fall. halt eine richtig coole SV. Also wir haben das mit echt Ja, geil. Schülervertretung. Schülervertretung, Leute. Kennt man Da haben wir auch heute. Okay. Wer würde am längsten brauchen, um ein schwedisches Regal aufzubauen? 3, 2, 1. Digga, ich Kleine. falsch ein. Obwohl, ich bin nicht so schlecht gewesen. Ich meine, du warst eine gute Assistentin, aber gebaut habe schon ich. Ja. Das würde ich bestätigen. Er hat sich vorher einfach Du warst gar nicht dabei. Ich spreche halt auch kein Schwedisch. Ich bin, also, mich schätzt ihr falsch ein.
Aber das ist Bist du doch gut super. oder schlecht? Ich bin gut. Achso. Ich habe früher immer Ikea-Möbel-Song gebaut. Ach, ich dachte, Schwedische Möbel. Schwedische Möbel. It's a difference. There's a difference. Ja, Ben hat auch die schwedischen Gardinen damals, ne? Ja, die schwedischen. Stehen heute noch. Gefängnis. Schwedische Knast. Gardinen. Wer würde ein Themendinner veranstalten mit Menükerzen und Kostümen? Warte, was? Ja, das darfst du jetzt doch nicht zeigen! Sorry. Sie hat so gekichert. Okay. Sie fühlt sich schon. Ready? 2, 1. Ich sehe mich auch ein. Govinda und Andrea. Ja, stimmt. Nee, Freddy. Ich sehe es auch. Freddy ist Ja. Krimi-Dinner. Ja, safe. Finde ich aber auch cool. Highly competitive. Will ich auch machen. Der macht aus einer 5-Minuten-Story einen ganzen TED-Talk. 3. Ich glaube, ich weiß. Okay, 2, 1. Ja, doch. Ich sag Ben. Ich? Also, ich so viel Laura. Ich habe auch Sehr divers, würde ich jetzt mal so sagen. Wer könnte ohne Vorbereitung eine Präsentation halten und trotzdem Applaus bekommen? 3, 2. 1. Aber einfach, weil du witzig wärst. Ja, du würdest halt nur Scheiße labern. Ja. Nee, würde ich gar nicht so Aber sagen. es würde Sinn ergeben. Es ist gerade einfach so Othello. Jeder zeigt auf jemand anderen. Ja, stimmt. Ich zeige auf mich selbst. Ich habe schon die Doch, Überzahl. Damian, ich könnte es mir auch vorstellen. 100%, oder? Ja, das war das Spiel. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ne? Sie sind überall. Die anderen sind drin, um den Rest zu fangen. Die Dekofirma ist in einer Stunde da. Wie zum Teufel sollen die arbeiten, wenn die ganzen Viecher hier rumfliegen? Das sind ja nur 150 Rebhühner. Wenn Lexington davon erfährt, bin ich erledigt. Erledigt. Na dann, worauf wartest du? Und ich habe gehört, es gibt jetzt noch ein paar Fanfragen, die wir beantworten, die jetzt angeflogen kommen. Oh mein Gott! Nein! Das gibt Rebhühner. Oh, das sind Fragen. Nein. Oh, nicht, dass sie wieder weg Nein. Oh, wow, das war Das gut ist richtig geworfen. süß. Oh nein, Rebhühner, wie dürfen wir die behalten? Mein Rebhuhn. Ah, da sind Nachrichten. Die haben die in Hannover eingefangen, die leben da gerade. Rosie_in_love fragt, gab es eine Szene, die ihr im Nachhinein nicht mehr vergessen konntet? Die Treppenszene. Ja, habe ich auch direkt dran gedacht. Ich bin mir nicht sicher, ob du eine Wahl hattest. Man hat immer eine Wahl. Ich finde die einfach so iconic irgendwie. So für mich vom so, Gucken. Ja, die hat für mich so Staffel 1 irgendwie abgesammt, Ja. weil da so viel verhandelt wird. Deswegen fand ich die Szene irgendwie stark. Okay, ich stelle meine Frage an Damian. Okay. Wenn du vorne das Tor nicht machst, ne, und hinten. Beschreib Staffel 2 mit einem Wort oder Lieblingscharakter aus Staffel 2. Intensiv. Und was ist dein Lieblingscharakter? Irgendwie Mortimer macht's auch genial. Ja. Muss ich sagen. Fair. Muss man erstmal so delivern. Das stimmt. Aber das ist ja Fett, ja, der spielt. Aber ist dein Lieblingscharakter? Weil ich finde den als Charakter Ach so, von der du meinst so, doof. ja, dann Kieran. Ja. Oh, Baby. Ja. It's just comedic relief, Alter. Romance. Bromance, for real. Mach direkt weiter. Ja? Okay. If your character could give one piece of advice to their season 1 self, what would it be? Let her go. Let her go. No, yeah. Either that or don't judge too soon. Coole Frage. If you were able to watch only one movie for the rest of your life, which would it be? Ich liebe Little Miss Sunshine. Ja, da wäre ich auch dabei. Den kann man auch immer wieder gucken. Und Call Me By Your Name. Ja. Nee. Welcher Charakter hatte die größte Entwicklung? Aha. Erste Staffel, zweite Staffel? Zweite. James, oder? Ja. Ja, Ja, würde ich safe. sagen. Vom Drehbuch her. Kann man so sagen. Ne? What was the funniest moment on set this season? There was one party scene in the season. Aha. You know what I'm talking about? Yeah. Yeah, that was quite fun to play. And, It was fun to watch as well. Thanks. And yeah, it was just fun, so be excited. Da war ich auch zu Besuch. Das ist so geil. Stimmt, ja. Belford Hall is asking, what are your hobbies or passions outside of acting? Sailing and playing music. Oh. Ja. Cute. Welches Instrument spielst du? Klavier und ich bin Sänger tatsächlich. Ah. Ja, war mein erstes Studium. Krass. Sorry. Ruby James asked the question, what you want to say to the fans of Maxton Hall?
Thank you. Yeah, to which I can only say thank you so much, guys, for this ongoing love and support that we're getting. I think it's truly overwhelming. I think it's to every single one of us that we're getting the love and support every single day in every country out there. We guys hope that you'll be enjoying season 2 as much as season 1, and looking forward to having your messages. Thank you, guys. Thank you. Thank you, lovely people. Aber ich finde, wir haben uns ja alle auch Gehört nicht verloren. heute. Ja, das Ding ist, war ja auch so, dass wir sind ja reingestartet von Staffel 1, diesem ganzen Pressding. Das heißt, da hatte man gerade schon so viel Kontakt irgendwie und dann sind wir direkt in Staffel 2 reingegangen. Das heißt, es war irgendwie so ein nahtloser Übergang ja auch. Aber es war schon ein langer Zeitraum. Dazwischen, wir sind halt alle schon sehr viel erwachsener geworden. Älter auch, ja. Wir könnten langsam Lehrer spielen. Ich bin vielleicht noch 2-3 Zentimeter gewachsen. Wird langsam Zeit. Hier stehen Da stehen auch Briefe. Lies mir vor. Alle Soll vorlesen. ich mal... Ja, ich komme Komm mal gerade daran. total schwierig. Rutsch mal rüber damit. Das sind einige. Lies vor. Okay, lies vor. Hey ihr Lieben, wie ihr sehen könnt, bin ich heute leider nicht persönlich dabei, was mir wirklich das Herz ein kleines bisschen schwer macht. Aber auch wenn ich nicht vor Ort bin, will ich trotzdem ein Teil von Maxton Hall The Reunion sein. Deshalb habe ich euch 2 bis 3 kleine Herzensbotschaften aufgeschrieben. Ich feiere euch alle von hier aus mit. Martin. Hat er uns Keine Feier ohne Schreier. Uns einfach angelogen. Da hat er jetzt echt für jeden Brief geschrieben. Gut angelogen. Ich würde meins vorlesen. Ja, ich würde auch. Soll ich es vorlesen? Lieber Freddy, mein heimlicher, tragischer Held. Das ist auch ein sehr Martin-Satz. Ich weiß, dass es von ihm ist. Du trägst Ruby auf Händen und tust alles für sie, doch leider sieht sie dich nicht. Aber statt in Liebeskummer zu versinken, schenkst du Kieran ein so großes Herz und so viel Leichtigkeit. Es macht unglaublich viel Spaß, dir zuzuschauen, aber noch mehr mit dir zu arbeiten. Oh Gott, ich heule. Das ist so ja, richtig. Oh, ich vermisse ihn gerade. Voll Poesie. Ja. Süß. Willst du vorlesen? Ja. Lieber Damian, Captain der Herzen, noch nie habe ich einen Schauspieler erleben dürfen, der sich so zu 100% in die Gefühle wirft, dass es ihn fast auffrisst. Ich werde den letzten Drehtag nicht vergessen, als wir uns in den Armen lagen und alles Dunkle und Traurige von uns abgefallen ist. Für solche Momente mache ich diesen Job. Love you. Oh mein Gott, ich kann nicht. Lieber Ben, du cooler Typ. Ich freue mich jeden Tag, wenn du am Set bist, weil du mich mit deiner Leichtigkeit und deinem Humor immer zum Lachen bringst. Und das steht ganz im Kontrast zu Cyril, den du mit so einer inneren Zerrissenheit spielst, dass ich nicht weiß, ob ich ihn hasse oder in den Arm nehmen soll. True that. Ich könnte gleich heulen. Lieber Andrea, ich könnte dich jetzt die ganze Zeit für dein tolles Schauspiel loben und das mit Leichtigkeit. Stattdessen will ich dir lieber Danke sagen. Danke, dass du seit Staffel 1 für mich da warst und mir mit deiner Freundschaft auch durch schwere Zeiten, schwere Momente geholfen hast. Das hat mir viel bedeutet und ich werde das nicht vergessen. Dein BFF. Wir lesen jetzt alle vor. Ja. Setzt du ein bisschen. If we're all fine with it, why not? Ja. Mein lieber Justus, ich bewundere dich sehr, wie zart, aber gleichzeitig auch unglaublich stark und intensiv du spielst. Du verleihst Alistair so viel Würde und trotzdem vermittelst du eine unglaubliche Nähe. Jeder Mensch bräuchte so einen Freund im Leben. Du machst das wundervoll und ich freue mich immer wahnsinnig beim Dreh auf deine Szenen. True that. Liebe Harriet, danke für all deine Tränen und dein weltverzauberndes Lächeln. Es ist keine Arbeit mit dir, sondern die reinste Freude und unfassbar inspirierend. Ich freue mich so sehr auf Staffel 3, allein schon deinetwegen. Es gab nie eine andere Ruby für mich, nur dich, und du hast es allen gezeigt. Die Welt liebt dich und das zu Recht. Liebe Runa, ich bewundere dich sehr, dass du dich für die Menschen einsetzt, die sonst keine große Bühne bekommen. Deine Leidenschaft, dich für die Übersehenen dieser Welt einzusetzen, ist wundervoll. Aber gleichzeitig schaffst du es auch noch, Amber in den kurzen Momenten so viel Liebe und Wärme zu schenken. Lieber Govinda, ich bewundere dich sehr für deinen Mut, wie du dich der Liebesgeschichte mit Alistair hingegeben hast. Ich werde den Moment eures ersten Kusses nicht vergessen und was dir dieser abverlangt hat.
Vor allem, wie du allein über Blicke in Staffel 2 den Kummer erzählst, ist beachtlich. Lieber Martin, mein Lieblingsdaddy, du bist das heimliche und riesige Herz von Maxton Hall. Wenn jeder Mensch so einen Vater wie Angus hätte, würde es dieser Welt so viel besser gehen. Die Wärme, die du uns auf der Leinwand schenkst, trägst du aber auch im wahren Leben in dir, Martin. Und ich muss sagen, dass ich Martin total dankbar bin, dass das möglich ist, sowas zu machen in dieser Rolle. Und mit euch. Dankeschön, Martin. Danke, Martin. So unerwartet. Scheiße, ja. Maxton! Nein! Deine Briefe, die haben sich gerade angefühlt wie so ein Abschied und irgendwie hat mich das gerade richtig traurig gemacht. Ja. Ey, euch ist bewusst, wir machen uns jetzt noch einen ganz, ganz tollen Sommer zusammen. Ja, dann geht's ja auch immer noch weiter. Ja, natürlich geht's immer noch weiter, aber wie Damian gesagt hat, one last time und das ziehen wir noch einmal richtig durch und machen uns eine tolle Zeit zusammen. Die Magie der letzten Male. Maxton! Hall! Hall! Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt zu The Reunion. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß. Wir freuen uns, wenn ihr einschaltet bei Staffel 2 ab 7. November bei Prime Video. Yeah!